Ohne Abi studieren? Wie geht das? Wir als Allgemeine Studienberatung der Humboldt-Universität zu Berlin freuen uns, dass Sie sich dafür interessieren, ob und wie man studieren kann, wenn man kein Abitur hat, dafür aber schon die ein oder andere berufliche Qualifikation. Wie das allgemein in Berlin funktioniert und auch wie das Studium an der HU abläuft, schauen wir uns gleich an. Dabei klären wir gleich zu Beginn die Voraussetzungen für ein Studium nach § 11 des Berliner Hochschulgesetzes, abgekürzt BerlHG. Dieser Paragraph stellt die rechtliche Grundlage für den Hochschulzugang ohne Abitur für beruflich Qualifizierte dar und ist daher zentral. Was dahinter steckt, dazu kommen wir gleich. Als zweites schauen wir uns an, wie man sich an der HU Berlin bewirbt und last but not least, wie hier das Studium überhaupt aufgebaut ist, wie man es sich finanzieren kann und was man über die HU wissen sollte. Nach dem § 11 des Berliner Hochschulgesetzes ist wie gesagt der Hochschulzugang für ein Studium ohne Abitur in Berlin geregelt. In anderen Bundesländern gibt es andere Regelungen. Der § 11 ist in 5 Abschnitte unterteilt. Hier erstmal nur im Überblick, bevor wir uns die ersten 3 detaillierter anschauen. Unter Absatz 1 fallen diejenigen, die aufgrund ihrer Ausbildung und entsprechenden Weiter- oder Fortbildungen eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung haben. Absatz 2 klärt, wer aufgrund einer Ausbildung eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung hat. Dementsprechend setzt Absatz 3 fest, wer aufgrund seiner Ausbildung zusätzlich eine Zugangsprüfung ablegen muss, um sich für einen Studiengang bewerben zu können. Absatz 4 stellt klar, wer aufgrund einer beruflichen Qualifikation in einem anderen Bundesland mindestens ein Jahr lang erfolgreich studiert hat, kann nach Berlin wechseln und einen im Wesentlichen gleichen Studiengang weiter studieren. Und schließlich Absatz 5, wer im Ausland eine Berufsausbildung absolviert hat, kann sich an der HU bewerben, wenn die Ausbildung in Deutschland anerkannt ist und die sonstigen Voraussetzungen des § 11 Berliner Hochschulgesetz erfüllt sind. Über diese ersten 3 Absätze, die den Kern ausmachen, sprechen wir jetzt im Detail. Achtung, hier ist nicht vom Fachabitur die Rede. Dieses berechtigt im Land Berlin ausschließlich zum Studium an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften, nicht an Universitäten. Wenn man jedoch auch eine Ausbildung absolviert hat, kann man sich auf dieser Grundlage für ein Universitätsstudium bewerben, wie der § 11 BerlHG vorgibt. Die Voraussetzungen je nach Absatz zeigen wir hier grafisch vereinfacht dargestellt, natürlich ohne Gewähr. Wer eine Fachschulausbildung oder anerkannte Aufstiegsfortbildung absolviert hat, zum Beispiel als Meister oder Fachwirtin, hat automatisch eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung nach Absatz 1. Das heißt, in dem Fall kann man sein Studienfach frei wählen. Ein anderer Fall, wenn ich eine mindestens 2-jährige Berufsausbildung abgeschlossen habe, ergibt sich daraus eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Wenn ich ein fachlich verwandtes Studienfach wähle, falle ich in die Bestimmungen des Absatzes 2. Möchte ich aber etwas anderes, fachfremdes studieren, wird dies in Absatz 3 geregelt. Da ist die Voraussetzung, wie schon angeteasert, dass ich eine Zugangsprüfung bestehen müsste. Zu der kommen wir noch. Fangen wir mit Absatz 1 an. Wer in diese Fallgruppe gehört, erhält durch seine berufliche Laufbahn eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, wie auch das Abitur eine ist. Das heißt, Sie können sich für jeden grundständigen Studiengang bewerben, unabhängig von der fachlichen Ausrichtung. Mit grundständigen Studiengängen sind an der HU alle Mono- und Kombinationsbachelor gemeint, Staatsexamen und erste theologische Prüfung. Sie müssen also, um sich an der HU zu bewerben, auch keine Zugangsprüfung ablegen. Für manche Fächer sind noch weitere Voraussetzungen zu erfüllen, etwa bestimmte Sprachkenntnisse oder Sporttauglichkeit, die gelten dann aber für alle, die sich darauf bewerben. Auf der Website des Studienangebots der HU sind diese besonderen Voraussetzungen bei den entsprechenden Studiengängen vermerkt. Auf wen trifft der Absatz 1 nun zu? Erstens, wer eine Aufstiegsfortbildung nach den Bestimmungen der Handwerksordnung und des Berufsbildungsgesetzes bestanden hat, hierzu gehören zum Beispiel die Meisterprüfung oder wirtschaftliche Weiterbildungsabschlüsse, oder zweitens, wer eine Fachschulausbildung absolviert hat, zum Beispiel staatlich geprüfte ErzieherInnen oder HeilerziehungspflegerInnen, oder drittens, vergleichbare Qualifikationen im Gesundheitswesen, sozialpflegerischen oder pädagogischen Bereich oder für den nautischen oder technischen Schiffsdienst. Diejenigen können innerhalb eines Bewerbungszeitraums an der HU bis zu 3 Bewerbungen auf verschiedene zulassungsbeschränkte Studiengänge oder Kombinationen stellen und zusätzlich auf einen NC-freien Studiengang, das heißt einen ohne Zulassungsbeschränkung. An anderen Hochschulen und Universitäten kann man sich natürlich parallel auch noch bewerben. Das gilt für alle Bewerbenden. Um welche Abschlüsse es sich im Einzelnen handelt, haben wir auf der Website hu.berlin/ohne Abi veröffentlicht. Werfen Sie gern einen Blick darauf. Weiter geht es mit Absatz 2.
Wenn man eine Berufsausbildung absolviert hat, die durch Bundes- oder Landesrecht geregelt und mindestens auf 2 Jahre ausgelegt ist, kann man ein grundständiges Studium an einer Uni oder Hochschule aufnehmen, das zur Ausbildung eine hinreichende fachliche Nähe hat. Das wäre also keine allgemeine, sondern eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Die fachliche Nähe muss nur zum Kern- bzw. Monofach bestehen. Die Begriffe klären wir nachher noch. Das heißt, das Zweitfach kann auch in einem ganz anderen Bereich liegen. Und wenn Sie den Studiengang Bildung an Grundschulen studieren möchten, der sich aus 3 Fächern zusammensetzt, muss die fachliche Nähe nur zu einem davon gegeben sein. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, können Sie innerhalb eines Bewerbungszeitraums an der HU maximal eine Bewerbung auf einen NC-Studiengang und zusätzlich auf einen NC-freien Studiengang stellen. Eine Liste von fachnahen Studiengängen je nach Berufsausbildung finden Sie ebenfalls auf der Website hu.berlin/ohne Abi. Nun kommt die dritte Fallgruppe. Wer die eben genannten Zugangsvoraussetzungen erfüllt, also eine mindestens 2-jährige Berufsausbildung mitbringt, aber sich für eine Studienrichtung bewerben möchte, die mit der Ausbildung fachlich nicht nah verwandt ist, muss in einer Zugangsprüfung die Studierfähigkeit für den gewünschten Studiengang nachweisen. Diese Prüfung besteht aus jeweils 2 relevanten Fächern, zum Beispiel für Erziehungswissenschaften, Geschichte und Sozialwissenschaft. Auch für diese Gruppe gilt, dass sie innerhalb eines Bewerbungszeitraums an der HU höchstens eine Bewerbung auf einen NC-Studiengang und eine auf einen NC-freien Studiengang stellen können. Wenn ein Studiengang in der auf hu.berlin/ohne Abi veröffentlichten Zuordnungstabelle der Ausbildungsabschlüsse und der fachverwandten Studiengänge nicht aufgeführt ist, liegt bei diesem in der Regel keine Fachnähe vor, sodass eine Zugangsprüfung nötig ist. Was hat es mit der Zugangsprüfung nun genau auf sich? Sie findet am gemeinsamen Studienkolleg der Freien Universität und Humboldt-Universität statt, am Standort der FU, und zwar in aller Regel in der ersten Junihälfte, sodass man nach dem Bestehen noch Zeit hat, sich für den Studiengang selbst zu bewerben. Die Prüfung wird in 2 Prüfungsfächern geschrieben, die dem gewünschten Studiengang zugeordnet sind und jeweils ca. 2 Stunden dauern. Die Zuordnungstabelle finden Sie auf der Seite hu.berlin/ohne Abi. Wichtig ist hier nur das Bestehen. Mindestens 45% der erwarteten Inhaltspunkte müssen in beiden Fächern erreicht werden. Darüber hinaus hat die Zugangsprüfung keinen Einfluss auf die Chancen Ihrer Studienplatzbewerbung. Für die Zugangsprüfung melden Sie sich so an. Schreiben Sie dem Zulassungsbüro über das Kontaktformular hu.berlin/ASB. Wählen Sie als Thema der Anfrage grundsätzlich Studieren ohne Abitur aus und nennen Sie auch gleich Ihren Studiengangswunsch. Sie erhalten vom Zulassungsbüro dann Infos zu den Anmeldemodalitäten und Unterlagen. Vor der Prüfung finden Vorbereitungskurse ab Herbst oder Winter statt. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht verpflichtend, um die Zugangsprüfung abzulegen. Um sich für die Vorbereitungskurse anzumelden, kontaktieren Sie auch hier wieder das Zulassungsbüro über das Kontaktformular hu.berlin/ASB und wählen Sie als Thema der Anfrage Studieren ohne Abitur. Weitere Infos zu Prüfungen und zu den Vorbereitungskursen sowie Termine und Musterklausuren finden Sie direkt beim Studienkolleg auf der Website der FU. Allgemeine und weiterführende Informationen rund um das Studium ohne Abitur an der HU haben wir zusammengestellt auf der schon oft genannten Website hu.berlin/ohne Abi. Und wie bewirbt man sich an der HU für ein Studium? Prinzipiell muss man sich für einen Studienplatz in einem bestimmten Studiengang bewerben. Wenn man dann eine Zusage bekommt, kann man sich darin immatrikulieren, also bei der Hochschule für diesen Studiengang einschreiben. Manche Studiengänge sind so beliebt, dass es einen Numerus Clausus, NC, gibt. Sie sind also zulassungsbeschränkt. Das heißt, es wird vorher festgelegt, wie viele Plätze es dafür gibt. Meist gehen dafür mehr Bewerbungen ein, als es Plätze gibt, daher werden, nach Ablauf der Bewerbungsfrist, Rangfolgen unter den BewerberInnen gebildet und diese erhalten entsprechend einen Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid. Für einige BewerberInnengruppen gibt es in Berlin Quoten. Eine davon ist für beruflich Qualifizierte vorgesehen. So werden für Bewerbungen nach § 11 BerlHG an der HU 8% der Studienplätze pro Studiengang bereitgehalten. Beispielsweise würden in einem Studiengang mit 100 Studienplätzen 8 Plätze für beruflich Qualifizierte ohne Abitur reserviert werden. Das heißt, dass die Bewerbungen von beruflich Qualifizierten ausschließlich innerhalb dieser Quote gerankt werden, und zwar nach der Abschlussnote der Ausbildung. Dadurch ergeben sich normalerweise sehr gute Chancen, da die Quote recht groß ist. Übrigens, Wartesemester spielen in diesen Quoten als Auswahlkriterium keine Rolle. Sie sind für sie irrelevant.
Es gibt eigene Statistiken zum Numerus Clausus für die Quote. Diese sind als Tabellen auf der Seite hu.berlin/ohne Abi verlinkt. Es gibt natürlich auch Studiengänge ohne NC, also ohne Zulassungsbeschränkungen. Diese sind in der Regel nicht so stark ausgelastet. Daher erhalten hier alle einen Studienplatz, die sich frist- und formgerecht bewerben und die formalen Voraussetzungen erfüllen. Beruflich Qualifizierte können, wie gesagt, pro Bewerbungszeitraum an der HU je eine Bewerbung für einen Studiengang mit und einen ohne NC abschicken. Haben Sie hingegen eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung nach § 11 Absatz 1 BLHG, können Sie sich auf bis zu 3 Studiengänge mit NC bewerben und auf einen ohne NC. Im Studium an deutschen Universitäten ist das Jahr in der Regel immer in 2 Semester, also Halbjahre gegliedert. Das Wintersemester beginnt im Oktober und stellt in den meisten Fällen das erste Fachsemester, also den Studienstart, dar. Das Sommersemester beginnt im April und nur wenige Studiengänge beginnen an der HU im Sommersemester. Welche das sind, wird Ihnen im Studienangebot auf der Website der HU angezeigt. Die Bewerbungsfristen bleiben in der Regel gleich. Für beruflich Qualifizierte gilt, Bewerbungen für grundständige Studiengänge zum Wintersemester laufen regulär vom 1.6. bis 15.7., egal ob die Wunschstudiengänge einen NC haben oder nicht. Die entsprechenden Bewerbungen zum Sommersemester laufen regulär vom 1.12. bis 15.1. Wichtig, das sind Ausschussfristen. Bewerbungen, die nach Ablauf des letzten Tages eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Weitere Fristen und Termine finden Sie unter hu.berlin/Fristen. Checken Sie dort auch immer noch einmal, ob sich an den Fristen doch mal etwas ändert. Und beachten Sie dabei, dass die Bewerbungsfristen für beruflich Qualifizierte auf der Website extra ausgewiesen sind. Grundsätzlich läuft die Bewerbung an der HU online ab. Das Bewerbungsportal finden Sie unter hu.berlin/Studienplatz. Für manche Studiengänge muss man sich vorher auf hochschulstart.de registrieren. Die Studiengänge, auf die das zutrifft, und zwar Mono-Bachelor-Studiengänge mit NC sowie Examen, sind im Studienangebot der HU markiert durch den Hinweis DOSV, die Abkürzung für dialogorientiertes Serviceverfahren. Dazu finden Sie auf der Website hu.berlin/DOSV und auf Seiten von Hochschulstart weitere Infos. In jedem Fall müssen Sie sich auch im HU-Bewerbungsportal registrieren. Das geht nur, wenn aktuell ein Bewerbungszeitraum läuft. Gehen Sie dann unten auf der Seite über den Button BewerberInnen und registrieren Sie sich. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch die Bewerbung geführt. Dabei müssen Sie sich schon einer Fallgruppe von 1 bis 5, also einem Absatz nach § 11 BLHG, zuordnen. Alle nötigen Unterlagen werden Ihnen im Online-Bewerbungsportal angezeigt. Diese laden Sie an der entsprechenden Stelle hoch. Sie können die Bearbeitung auch pausieren und später fortsetzen. Beachten Sie auf jeden Fall die Bewerbungsfristen. Wie sieht der akademische Werdegang an der HU klassischerweise aus? Dazu muss man wissen, die meisten Studienabschlüsse an der HU sind Bachelor und Master. Zunächst studiert man also einen grundständigen Studiengang. An der HU sind es dann vor allem Bachelor of Arts und Bachelor of Science. Die Titel unterscheiden lediglich die Studienrichtung, wobei BA eher für geisteswissenschaftliche Fächer und BSc eher für naturwissenschaftliche Fächer steht. An der HU gibt es die Möglichkeit, einen Mono-Bachelor, Kombi-Bachelor oder Kombi-Bachelor mit Lehramtsoptionen zu absolvieren. Letztendlich erlangt man in allen Fällen im gleichen Umfang einen Bachelor, der einen berufsqualifizierenden Abschluss darstellt. Das heißt, damit kann man entweder auf den Arbeitsmarkt gehen oder sich für einen weiterführenden Studiengang, also für einen Master, bewerben. Es gibt verschiedene Formen von Master: den Master of Arts oder Science, analog zum Bachelor, den Master of Education, der für den Lehramtsberuf notwendig ist, aber auch weiterbildende Studiengänge und Zertifikatsstudien, die nochmal andere Zugangsvoraussetzungen haben, zum Beispiel Berufserfahrung, und anders geregelt sind. Anschließend kann man gegebenenfalls promovieren, indem man eine Doktorarbeit schreibt. Das kann man sich natürlich auch erst im Laufe des Studiums überlegen. Mono- und Kombi-Bachelor wurden jetzt öfter erwähnt. Was ist der Unterschied? Ein Mono-Bachelor besteht aus einem Fach, inklusive dem ÜWP, dem überfachlichen Wahlpflichtbereich, in dem Sie fachfremde Module belegen, zum Beispiel in anderen Fächern. Ein Kombi-Bachelor hingegen besteht aus einem größeren Kernfach kombiniert mit einem kleineren Zweitfach. Der überfachliche Wahlpflichtbereich ist formal integriert in das Kernfach. Das Studium gliedert sich daneben noch in einen Pflichtbereich und einen fachlichen Wahlpflichtbereich, der eine persönliche Schwerpunktsetzung ermöglicht. Der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen wird übrigens in LP gemessen, also Leistungspunkten, auch Credit Points genannt. Ein Leistungspunkt entspricht dabei ca. 30 Zeitstunden, inklusive Vor- und Nachbereitung.
Die meisten Bachelorstudiengänge umfassen etwa 180 LP. Da pro Semester häufig ein Leistungsaufwand von ungefähr 30 LP erwartet wird, ist die Regelstudienzeit bei den Bachelorstudiengängen somit meist auf 3 Jahre festgelegt. Die meisten Master hingegen umfassen 120 LP und sollen somit in etwa 2 Jahren Vollzeitstudium schaffbar sein. Viele Fächer gibt es auch nur entweder als Mono-Bachelor oder Kombi-Bachelor Kern- oder Zweitfach. Bei den Kombi-Bachelor-Studiengängen ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Kombinationsmöglichkeiten in manchen Fällen begrenzt sind. Wenn Sie im Studienangebot der HU auf ein konkretes Fach gehen, können Sie sich die kombinierbaren Fächer anzeigen lassen. Die einzelnen Studiengänge wiederum sind in Module untergliedert. Das sind die Bausteine, aus denen sich ein Bachelor- und Masterstudium zusammensetzt. Sie haben ein Thema, das durch unterschiedliche Arten von Lehrveranstaltungen erschlossen wird, also Vorlesungen, Seminare, Tutorien und so weiter. Wenn man an allen zu einem Modul gehörenden Lehrveranstaltungen erfolgreich teilgenommen hat, legt man die Modulabschlussprüfung ab und erhält eine Note und die für das Modul veranschlagten Leistungspunkte. So sammelt man kontinuierlich Noten und Leistungspunkte an, bis dann zum Abschluss des Studiums nur noch die Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben ist, bei Kombi-Bachelor-Studiengängen immer im Kernfach. Das bedeutet, die Studiengangs- und Modulbeschreibungen sowie das Vorlesungsverzeichnis sind sehr hilfreich bei der Entscheidung für oder gegen einen Studiengang. Welche Module wecken Ihre Neugier und welche sagen Ihnen noch nichts? Die Studien- und Prüfungsordnung jedes Studiengangs umfasst neben den Modulbeschreibungen auch einen idealtypischen Studienverlaufsplan, damit Sie ungefähr wissen, wie Ihr Studium ablaufen könnte. Übrigens sind auch Auslandssemester in fast jedem Studium möglich. Das Lehramtsstudium ist noch einmal ein wenig anders strukturiert. Insgesamt sind 3 Laufbahnen möglich. Lehramt an Grundschulen, das besteht aus 3 etwa gleichwertigen Fächern, Lehramt an integrierten Sekundarschulen und Gymnasien und Lehramt an beruflichen Schulen. Diese Studiengänge bestehen jeweils aus 2 Fächern. Die zentrale Einrichtung der HU für das Lehramtsstudium ist die Professional School of Education, abgekürzt PSE. Auf deren Website finden Sie alle wichtigen Informationen: hu.berlin/Lehramt. Dort gibt es auch eine spezialisierte Lehramtsberatung. Den Kontakt finden Sie unter hu.berlin/Lehramtsberatung. Das Studium mit dem Berufsziel Lehrerin gliedert sich im Land Berlin in konsekutive Studiengänge, also aufeinander aufbauende Studiengänge. Zunächst wird ein 3-jähriger Bachelor-Kombinationsstudiengang absolviert. Dieser führt zum Abschluss Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Science. Es schließt sich ein Lehramts-Masterstudium an, das 2 Jahre dauert. Der Abschluss lautet Master of Education. Der Abschluss Master of Education ermöglicht den Eintritt in den Vorbereitungsdienst, das Referendariat. Dieses dauert 18 Monate und wird mit der Staatsprüfung abgeschlossen. Anschließend ist der Einsatz an staatlichen und privaten Schulen möglich. Beim Lehramt an Grundschulen gibt es eine Besonderheit. Sie studieren 3 etwa gleichberechtigte Fächer parallel, eines davon leicht vertieft. Der Studiengang heißt an der HU Bildung an Grundschulen. Das Lehramt an integrierten Sekundarschulen und Gymnasien sowie das Lehramt an beruflichen Schulen sind ähnlich aufgebaut. Hier studieren Sie wie beim nicht lehramtsbezogenen Kombi-Bachelor ein größeres Kern- und ein kleineres Zweitfach, ganz regulär als Kombi-Bachelor of Arts oder Science, je nachdem, welchen Abschluss Ihr Kernfach vorgibt. Die professionsbezogenen Studienanteile umfassen Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken, das Schulpraktikum sowie Inklusion und Sprachbildung. Bei den Kombinationen gibt es auch hier Einschränkungen und bestimmte Fächer werden an anderen Unis angeboten, zum Beispiel Arbeitslehre an der TU. Diese Infos finden Sie im Studienangebot der HU unter hu.berlin/Angebot. Um sich ein Studium zu finanzieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Studentische Jobs zum Beispiel, die man im Stellenticketportal der HU unter hu.berlin/Stellenausschreibungen oder im Stellenwerk des Studierendenwerks finden kann. Hier kann man als studentische Hilfskraft oder Werkstudentin an der Universität oder bei wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten. Man kann häufig auch BAföG beim Studierendenwerk beantragen, das unter bestimmten Voraussetzungen alters- und elternunabhängig ist. Die Hälfte des persönlichen BAföG-Anspruchs wird als zinsloses Darlehen vergeben, die andere Hälfte quasi geschenkt und muss nicht zurückgezahlt werden. Es lohnt sich, auf der BAföG-Seite nachzuschauen. Die Beratung, Finanzierung und Soziales beim Studierendenwerk kann bei weiterführenden Fragen hinzugezogen werden. Auch auf deren Internetseite sind bereits viele tiefergehende Informationen zu finden. Es kann auch lohnenswert sein, nach Stipendien zu suchen. Dabei helfen die vielen Online-Portale mit Filterfunktionen, zum Beispiel stipendienkompass.de. Neben den bekannteren parteinahen und kirchlichen Stiftungen, die viele Stipendien zur Verfügung stellen,
ist vor allem das sogenannte Aufstiegsstipendium für beruflich Qualifizierte interessant. Auf der Seite aufstiegsstipendium.de gibt es weitere Infos dazu. Eine Auflistung weiterer Finanzierungs- und Stipendienangebote gibt es im Online-Studienführer für alle beruflich Qualifizierten unter studieren-ohne-abitur.de. Sollte nichts von diesen Optionen zutreffen, kann auch ein Studienkredit in Erwägung gezogen werden. Viele Studierende nutzen alternativ die Option, in Teilzeit zu studieren, um parallel zum Studium zu arbeiten. Bei einem offiziellen Teilzeitstudium können Sie zwischen 25, 50 und 75% wählen im Vergleich zum Vollzeitstudium. Hierbei wird die Fachsemesterzählung verlangsamt. Aber klären Sie trotzdem vorab mit Ihrem Finanzierungs- bzw. Arbeitgeber sowie Ihrer Krankenversicherung, welche Auswirkungen dieser Status hätte, ebenso bei Kindergeldansprüchen. Die Regelstudienzeit selbst bedeutet nicht, dass man danach automatisch exmatrikuliert wird oder höhere Semesterbeiträge zahlen muss. In Berlin gibt es an staatlichen Hochschulen solche pauschalen Regelungen nicht. Die Regelstudienzeit ist jedoch eventuell relevant für Stipendien, BAföG und wenn man die Hochschule unter Beibehaltung des Fachs wechseln möchte. Und was gibt es über die HU selbst zu wissen? Erst einmal Folgendes. Die Humboldt-Universität wurde 1810 eröffnet und besteht inzwischen nach über 200 Jahren aus 9 Fakultäten und 6 Zentralinstituten mit insgesamt etwa 170 Studiengängen. Hier sehen wir eine Karte Berlins mit der Lage der 3 Campus, über welche die verschiedenen Fakultäten und Einrichtungen der HU verteilt sind. Den Campus Mitte rund um die Friedrichstraße und unter den Linden, den Campus Nord in der Nähe des Oranienburger Tors und Naturkundemuseums und den Campus Adlershof. Wo sich der Campus Ihrer Wunschstudiengänge befindet, sehen Sie ganz einfach, wenn Sie im Studienangebot auf das entsprechende Fach gehen. Dort steht die Institutsadresse. Es kann vorkommen, dass man beim Kombi-Bachelor Fächer wählt, die an verschiedenen Standorten gelehrt werden. Dann muss man unter Umständen zwischen verschiedenen Campusbereichen wechseln. Jeder Campusbereich hat jedoch eine zentrale Bibliothek und Zweigbibliotheken, Mensen und Cafeterien. Wenn Sie jetzt oder später noch Fragen haben, lohnt sich ein Blick auf die Übersichtsseite hu.berlin-wohin. Das sind die Stellen im Einzelnen. Kompass als zentrale und erste Anlaufstelle bei allgemeinen Fragen rund um Bewerbung und Studium ist sowohl per Telefon als auch Kontaktformular erreichbar. Das Zulassungsbüro für grundständige Studiengänge bearbeitet konkrete Fragen zur Bewerbung und Zulassung, speziell auch für beruflich Qualifizierte. Wir, die allgemeine Studienberatung, unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung rund um das Studium und falls es mal zu Schwierigkeiten im Studium kommen sollte. Die Studienfachberatung des jeweiligen Studiengangs stellt fachspezifische Informationen zur Verfügung. Hier noch ein Tipp: Prüfen Sie, ob Sie die für das angestrebte Studium notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen. Fehlt Ihnen eventuell wichtiges Wissen, über das AbiturientInnen durch die längere Schulzeit verfügen? Oder auch einfach aufgrund dessen, dass Sie schon etwas länger aus der Schule raus sind? Dann können Sie zum Beispiel die jeweilige Studienfachberatung fragen, zu finden im Studienangebot beim entsprechenden Studiengang, ob die Lücke im Studium geschlossen werden kann oder wie Sie sich anderweitig darauf vorbereiten können. Die studentische Studienfachberatung kann Fragen zu Inhalten und Aufbau des Studiums geben und Sie bei Bedarf bei der Stundenplanerstellung unterstützen. Der Bereich Familiengerechtigkeit berät rund um die Vereinbarkeit von Studium und Familie. Die psychologische Beratung ist für Sie da bei individuellen psychischen Belastungen, zum Beispiel Lern- oder Motivationsschwierigkeiten. Das Studierendenwerk Berlin als hochschulübergreifende Institution in Berlin berät zu vielen Themen wie Studienfinanzierung, speziell auch BAföG, familiären und gesundheitlichen Herausforderungen sowie Inklusionsleistungen, und es gibt auch eine akademische Schreibberatung. Das Team Studium mit Beeinträchtigung an der HU informiert zum Nachteilsausgleich für Bewerbung und Studium. Der Referat, die Vertretung der Studierendenschaft der HU, hat ebenfalls ein sehr diverses und niedrigschwelliges Beratungsangebot von Studis für Studis. Somit wären wir am Ende angelangt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir damit schon einige Fragen klären konnten und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Vielleicht können wir Sie in einigen Monaten an der HU begrüßen.